This year I wanted to start telling stories, make movies and become a better photographer and filmmaker. And as I loved traveling and being in the mountains, I thought I would just pack my backpack, involve some friends and go on a big trip. And of course bring tons of camera gear. So that's what I did. First, we had to decide where to go. So I looked through some guides and found the famous hiking trail called Alta Via 1. The trail starts at the very touristy but still beautiful Lago di Breas and stretches all the way through the Dolomites for more than 100 kilometers to eventually end in Belluno, a small Italian town in the southern Alps. So we knew what we wanted to do. We figured out a good time where we hoped the weather would be great, which would be the beginning of August. We packed our backpacks and we got a train ticket to start the adventure. But who actually are we? Well, let me introduce the team. First, there's Sophie, who is my sister and equally loves hiking and traveling, and is basically always laughing. Then there's Laura, a very good friend of ours. She would be perfect for the trip because we have done different hiking tours before. She's super fun and also loves hiking. She also invited Lenni for the trip. They were roommates before, so they knew each other well, and we also did a trip together the year prior. And last but not least, there's me. I'm Vincent, the guy with a 23 kilogram backpack filled mostly with camera stuff. But now, back to the trip. After the train ride, we eventually arrived at the lake. Bist du ready? Ja, ich bin aufgeregt. Die Bauchschmerzen sind weg. Dank der Pizza. Dank der Pizza. Ja, dank der Pizza und der Ibuprofen und der guten Busfahrt. Ich kann schon wieder was essen. We were super excited to finally start the tour, got together to motivate ourselves and start walking. Obviously, we asked a stranger to take a picture of us, which turned out to be completely blurry, but well, that doesn't really matter. After just 30 minutes of walking, it started pouring down on us. Ich finde es super, ich wollte ja sowieso ans Meer fahren. So we put on our rain gear and kept walking, as we still needed to cover quite some distance to get to our first campsite. An hour later, it stopped raining and we could get a glimpse of the beautiful blue lake from above. We then walked through some misty forests and eventually arrived at the campsite, where it rained again, so we set up our tarp for the night. Bist du gerade in einem Tag und es regnet ganz doll und alles ist nass, aber die Sonne scheint. Das ist gemein. But we still got a nice sunset. At least I could see it with a drone. Also bei uns gibt es Abendessen, das heißt Nudeln in Kräutercreme. Dann haben wir noch 2 Stücken Pizza vom Mittagessen. Aber es gibt warmes Essen. Mir ist arschkalt. The next morning, we were greeted by some beautiful morning light, and we were motivated to pack our stuff and start the day too.
After some walking without really seeing anything because of the fog which was getting thicker and thicker, we were suddenly surprised by something we didn't expect to see at all. Out of nowhere, a fully grown ibex passed a path right in front of us which we have never seen before. It was such a magical experience to see the king of the mountains right there. We were super grateful about that moment, so we kept walking to the next hut, which was also the end destination for that day. Day 3 started with a good breakfast in the mountain hut, and we were happy about the weather, which was looking good that day. We started hiking, felt really good and had a big descent in the beginning before we could hike up again. Wie hast du geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Wir waren in der Senneshütte Auf 1000, gar nicht wahr, 2126 Höhenmeter. ungefähr. Gar nicht wahr, Und- stand an der Hütte. Und jetzt gerade gehen wir los. Wetter ist gerade ziemlich gut. Aber das sieht so aus, als könnte sich das in 3 Minuten schon wieder ändern. Wo gehen wir heute hin? Wir gehen heute, ich weiß es gar nicht, wie Ich heißt weiß die es Hütte? gar nicht. Wir gehen heute in den Farnes Naturpark zur Farneshütte. Und da bivakieren wir dann irgendwo. Wie geht's euch so? Sehr gut, Gut? eigentlich bisher, ja. Ich bin nicht mehr so verklatscht wie vorhin, auf Safe. jeden Fall. Ich bin ein bisschen dehydriert, Und- aber ich kann nicht so viel trinken. irgendwie. Hier, guck mal da. Wie Willst du ein war's? bisschen Wie nuckeln? war's? Frühstück? Das Das war war besser als bei mir daheim. sehr lecker. Wir haben illegalerweise Brot mitgenommen. Okay, die beiden sind gerade anderweitig beschäftigt. Okay. Ja, wir müssen uns erst hydrieren dann. Ich bin gespannt auf den Nässegrad der nächsten Nacht. Ja. Und gerade freue ich mich einfach nur darüber, dass die Sonne scheint. Super, es kam das erste Non-E-Bike an uns vorbei und es hat uns alle gefreut. Was ein bisschen absurd ist. Aber ansonsten ist super, Berge sind gut, Nacken tut weh, aber ansonsten passt. Und die lachen mich aus. Die suchen sich Schatten da hinten. Erstes Mountainbike. After the whole day hiking, we were tired and actually a bit nervous because the weather forecast wasn't looking good for the night and we had plans to camp somewhere outside again. So we first took a little break at a nearby cabin, got some lunch, then jumped into an ice-cold mountain lake naked, which we didn't film, and with some new confidence we kept walking because I've spotted a little abandoned cabin far up in the mountains, which maybe could serve us as a safe spot for the night. The little hut was quite hidden, so we used my drone to take a closer look and find a way through the thick bushes to get there. We were super excited, and with a new gained hope, we hiked the last stretch to the hut, and when we got there, we were absolutely blown away by the view. This was better than we could have ever imagined it to be.
Es läuft gut und wir laufen gut. Ja. Und wo laufen wir jetzt hin? Gerade eben geht es noch ziemlich entspannt, so immer ein bisschen hoch und runter, eigentlich ziemlich geradeaus. Und es geht jetzt so 4 Stunden, noch ein bisschen hoch und wieder runter und wieder hoch. Genau. Und dann enden wir an einer Hütte, In der wir übernachten wollten. aber wo kein Platz mehr frei war. Also es bin dort geplant, aber es wird ziemlich schön, deswegen gucken wir mal. The next couple of days were filled with lots of distance we had to cover. A snowstorm, which surprised us in the morning, but also great views, amazing campgrounds, lots of hard but equally happy moments, and just a beautiful time we had together in the Italian Dolomites. Laura, wie sieht das Wetter aus? Flauschig. Flauschig? Ja, flauschig weiß. Flauschig weiß. Flauschige Flocken fallen vom Himmel. Sieht man das? Es schneit. Ja. Wir sind ready. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Und rechts, 2, 3, 4. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Es ist ein bisschen windig. Und ein bisschen schneelig. Aber wir packen das. Heute Morgen war erstmal Schneesturm. Wir haben gefrühstückt, es gab krass viel Essen, es gab so alles. Ich habe Himbeertorte gegessen. Sophie hält hier noch mein Essen in der Hand. Und dann sind wir losgelaufen im Schneesturm. Also richtig Sturm, ne? Also, und dann sind wir, wie viele Höhenmeter ging es runter? 700? Ungefähr runtergelaufen. Und jetzt haben wir uns kurz die Regensachen aus und wieder angezogen, weil es doch noch ein bisschen nass ist. Bisschen nasser als gedacht irgendwie, aber auch nicht so nass wie erwartet. Ich kann es schlecht beschreiben. Also es hat die ganze Zeit ein bisschen geregnet, aber nicht so stark, wie ich dachte, als wir in den Schneesturm rausgegangen sind. Ich fand ehrlich gesagt heute die Momente, wo ich am fröhlichsten war, wo es richtig gewindet und geschneit hat. Oh ja. Irgendwie finde ich das am lustigsten, wenn es so richtig eklig wird. Dann habe ich Spaß. Jetzt hier ist auch schön, aber da ist nicht mehr so Aufregung. Deswegen fand ich es schon sehr lustig, als mich was vom Berg geweht hat. Und Lenni, wie sieht bei dir das Moodometer aus? Das Moodometer, ja, passt schon. On day 4, we ended up at our yet best campground, where we had a beautiful sunset and 360-degree mountain views around the area. We cooked some dinner with our camping stoves and then got a good night's sleep up in the mountains. The following day we were super motivated, because we only had a shorter day ahead, the weather was looking great and we were looking forward to staying in the super cute hut the next night.
sind jetzt gerade am Tag 6 und sind gerade auf dem Weg zur Refugio Coldai, wo wir heute Abend übernachten werden. Heute Nacht hatten wir eine super schöne ruhige Nacht. Oben auf diesem Grashügel hatten wir geschlafen. Mega schönen Blick oben. Und Sonnenaufgang war nicht ganz so schön, aber irgendwann ist die Sonne dann doch rausgekommen. Und genau, jetzt haben wir so knapp 12 Kilometer vor uns, aber relativ easy. Wie geht's euch heute so? Sehr gut, Ja, sehr gut. weil die Sonne scheint und ich bin immer glücklich, wenn die Sonne scheint. Und die Berge sind sehr schön um uns rum, also ich bin sehr happy. Die Nacht war gut. Ja, gut geschlafen. Richtig schönen Spot gehabt. Ich freue mich auf die Hütte heute. Was zu essen. Oh ja. Ja. Ja, sehr gut. After a long day of hiking, which we thought before would be the easiest day, we were super happy about some warm food and a beautiful sunset up in the mountains we could see from a little viewpoint above the cabin. The next day we started with breakfast at the cabin and then we were ready to hike again. That day we had about 12 kilometers to go and lots of descents. Wie geht's so? Gut, sehr gut. Die Sonne scheint. Mir geht's immer gut, wenn die Sonne scheint. Und mein Knie hat sich wieder erholt von gestern. Wie ist so die Hütte hier? Oder war so? Ich würde sagen, die jetzige Hütte ist auf jeden Fall der so Top-Reiter bisher, weil die einfach sehr schön ist. Die ist einfach sehr 70er-Jahre-mäßig, hat Lenni sie, glaube ich, gestern beschrieben. Also es ist alles relativ alt, aber voll gemütlich und richtig schön gelegen und man hat so eine geile Aussicht hier. Also ja, bin zufrieden mit der Hütte. Aber jetzt geht's weiter. Die Hütte heute Nacht war richtig schön. Als ich gestern um die Ecke gekommen bin, habe ich mich schon gefreut. So eine schöne alte Hütte. Mit ganz gemütlicher Stube und gemütlichen Betten und Ofen drin. Ja, das war schön. Und schönen Bergessen und schöne Aussicht. Und dann noch ein Sonnenuntergang. Das war auch nice. Ein bisschen wolkig, aber trotzdem schön. Und es ist sehr windig und mir ist ein bisschen kalt. Aber meine Füße sind wieder ein bisschen am Leben. Das ist ganz gut, weil gestern sind sie mir fast abgefallen. Ich hoffe, dass sie heute den Abstieg überleben. The tour started great with good weather and lots of wind, but suddenly the trail turned into a via ferrata we didn't really expect to do, because it wasn't shown on the maps. Fortunately, we had our necessary climbing gear in our backpacks, so we put it on and did the climb. In the end, it was easier and shorter than it seemed like, so we were happy and kept walking. Wir sind gerade unseren ersten Klettersteig gegangen und es hat richtig Spaß gemacht und ich will noch einen gehen und ich muss meinen Rucksack anders beladen, weil ich so ein bisschen... Papa, ich habe auf dich gehört. Entweder ganz oder gar nicht. Die erste Dreiviertel beziehungsweise vielleicht eher 5/6 habe ich ohne Gurt gemacht und die letzten 2 Meter mit. Wie ging's dir? Ja, nice. Hat Spaß gemacht. War cool.
From that point on, it was just hiking down to the next hut. This part of the trail was easy to do, and we even saw a huge waterfall. In the evening, we had good food at the hut, enjoyed the burning stove, and thought about the next couple of days. Wir sind heute heute losgelaufen, da ging es erstmal ein bisschen hoch und auf einmal war da ein Klettersteig. Und dann sind wir so ganz spontan einen Klettersteig hochgekraxelt. Das war aber ganz cool, ich glaube, das hat dir gefallen. Das war richtig nice. Und dann ging es durch ganz viel Geröll, durch die Felsen. Wie heißt der Berg? Skiwetter. Skiwetter. Und irgendwann ging es dann runter und dann bin ich ein bisschen gestorben, weil meine Füße abgefallen sind. Der Teil von den Füßen tut richtig weh. Nee, ist noch eine Straße ein bisschen runter. Dann ging es wieder einen richtig schönen Waldweg, der war noch richtig lang, gell? Wie lang war denn das jetzt? Dann ging es nochmal 200 Meter, 300 Meter, gefühlt einen Kilometer nach oben und wieder nach unten. Aber ich mochte den Weg voll gerne. Der war richtig schön. Ich mochte ihn, wenn ich nicht gerade mit meinem Rucksack in den Latschen hängen geblieben bin und mir dachte, ah! Also ich fand das den Abstieg fand ich relativ lang irgendwie. Also ich hätte irgendwie gedacht, dass es schneller vorbei ist. Und dann fand ich es aber ganz lustig, dass wir am Ende nochmal durch so ein Matschfeld gelaufen sind und der Lenni einfach voll drin stecken geblieben ist. Ja, meine Schuhe sind jetzt nass. Aber wieder sauber. Lenni ist jetzt barfuß. Jetzt barfuß. Und jetzt sind wir in der Hütte und oh mein Gott, wir haben ein Zimmer für 4 Personen, wir haben ein Doppelbett und ein Stockbett und wir haben ein Bad. Das Bett ist so groß wie das Zimmer, was wir letzte Nacht hatten. Und das Zimmer letzte Nacht war echt süß, aber Süß, ja. ist schön, wieder ein bisschen Platz zu haben. einfach nur ein Bett. Ja. Jetzt sind wir an so einer Passstraße, was blöd ist, weil die ganze Zeit so Motorradfahrer durchfahren, aber immerhin ist es jetzt warm in der Sonne. Ja. Das ist schön. We were a bit nervous about the upcoming days because Lenni was really struggling with the height, and we knew the last 2 days of the trip were quite challenging and also the longest days of the tour. But we decided we wanted to finish the tour together as a team. So we motivated Lenni that he can do it and we kept going. Na, wie geht's euch so? Gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir heute nur hoch auf den Gipfel gehen und nicht runter. Ja. Meine Knie freuen sich. Ich habe ein bisschen Muskelkater, so überall. Aber abgesehen davon bin ich gerade sehr happy. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint, das ist sehr schön. Ich habe ein bisschen Halsweh, aber ja. Und ich bin happy, dass ich mich mit Laura ranketten darf, Ja, falls es sehr steil wird. Weil dann klipsen wir uns einfach aneinander und fallen gemeinsam. Ja. Das waren die letzten Worte, die sie sprachen. That day we did about 15 kilometers with already tight legs and heavy backpacks, but we felt really good. Almost like we finally got into a flow together and managed to do most of the distance in just a couple of hours. Das Beste kommt zum Schluss. After that, we took a break at a cute little Italian mountain hut to get some lunch and probably the worst cappuccino we've ever had.
Cheerio. We refilled our water bottles because we wanted to camp that night, put on our backpacks and started to hike the last stretch of the day, which was a steep hike upwards. So far, we had an amazing time up in the mountains on our tour hiking the Alta Via one, but for me there was still one thing missing. When I initially started to think about making this film, I had this golden sunset in my mind, us standing together on top of a mountain watching the sunset and the beauty of nature, just being in awe. This moment was still missing, and I was pretty nervous about it because this evening was the last chance for something like this to happen. And there we were, in just thick fog, basically seeing absolutely nothing. I felt if we missed the sunset, the whole film wouldn't really come to a good end. But anyways, we kept walking on with confidence, hoping to find a good spot for the night. Once we reached the top of the saddle, we even walked up to the highest peak of the mountain, saw a few mountain goats and then looked for a safe place to set up our camp. And then I saw it, finally some light, suddenly a gap in the fog. Everything started to get red and orange and blue, and we saw a huge mountain right in front of us we couldn't see before. The stone was just burning from all the colors in the setting sun. And there it was, the one shot I had dreamt of. After the light was gone, we couldn't believe it. And before I got into my sleeping bag, I had to take some more pictures of our camp as well, with a small little light glowing inside in the darkness of the mountains. Somehow this felt so peaceful. Now I felt complete, because I knew I got the shots I needed for my film, but apparently it wasn't enough. Because the next morning, after we woke up at like 5:30, it started again. The sky got so orange, so colorful, and I got even more shots of Sophie while she was climbing up a nearby peak in the morning light, standing above a sea of glowing clouds.
So this is it. That's my movie about us hiking the Alta Via 1 trail in the Italian Dolomites. I hope you liked it. Du sollst sagen, wo wir sind. Was? Wir sind in Rosenheim. Wir sind am Bahnhof. It always feels right, it don't cost nothing, a beautiful life, make it mean something, we gotta spread the love. Also Sophie hätte ihren Rucksack fast in den Kuhfladen fallen lassen. Überhaupt nicht, dass da selber hingelaufen. Bisschen kalt, ich habe das Gefühl, dass ich krank werden würde. Aber ein Bonbon, glaube ich. Regnet es wieder. Das perfekte Wetter, um Sims 2 zu spielen. Das sind Bergsteiger, die nicht gefrühstückt haben und nach... Veggie. Darf ich mal reingucken? Fast leer. Oh. Und schnapp es rein. What you give is what you get, everything is coming back, what you give is what you get. Also heute sind wir um 10 vor 6 ungefähr aufgewacht. Jetzt Lenni! Da wurde mir gerade ein Hintern entgegengestreckt. Lenni ist weg. Oh, du bist so ein Süßer. Willst du meinen Rucksack tragen? Nein. If you got that strength, come on, lend a hand. No strangers here, there's only friends. Open up wide, and all of that goodness won't end. What you give is what you get. Wir werden verfolgt von Everything is coming back. What you give is what you get. Gotta give till nothing's left. It always feels right. It don't cost nothing. Beautiful life, make it mean something. We gotta spread the love, spread the love, spread that love. I'm starting to believe it's life changing. Super. Ich bin mich ein bisschen verzerrt. Hallo Freunde. Was macht ihr da gerade? Essen. Was esst ihr da? Oh mein Gott. Das Pasta Primavera. Eine Frühlingsnudel. Der Hunger treibt's nahe. Nee, ist eigentlich schon ganz lecker. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Na, ihr? Dann habe ich zwischendurch. Na du? Weißt du, was ich zwischendurch gemacht habe? Die Sophie hört einfach nicht auf zu reden.